Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld, ein Rettungsschirm in Krisenzeiten, Teil 2. Im ersten Video bin ich allgemein darauf eingegangen, was ist Kurzarbeitergeld, ein kleiner Ausblick in die Historie und noch so verschiedene andere Sachen. Heute kommt der zweite Teil von insgesamt 3 Videos. Und worum es in diesem Video geht, habe ich unter dem Video genau beschrieben. Fangen wir gleich an mit Teil 2, Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld. Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld, ein Rettungsschirm in Krisenzeiten, Teil 2. In diesem Video geht es darum, wann ein Arbeitsausfall vermeidbar ist, was ist bei Schwankungen der Arbeitszeit, wie sieht es bei den Langzeit- bzw. Lebensarbeitszeitkonten aus, was gilt beim Urlaub, wie hoch ist der Anspruch also die Dauer auf Kurzarbeitergeld, und wir reden über das Einkommen während der Kurzarbeit. Im ersten Video, also im Teil 1, haben Sie ja erfahren, dass Kurzarbeit ein Arbeitsausfall ist, der nicht vermeidbar ist. Also gibt es auch Arbeitsausfall, der vermeidbar ist. Wann ist ein Arbeitsausfall vermeidbar? Nun, ein Arbeitsausfall gilt als vermeidbar unter anderem dann, wenn er durch die Gewährung von bezahlten Erholungsurlaub ganz oder teilweise verhindert werden kann. Vorrangige Urlaubswünsche des Beschäftigten dürfen der Urlaubsgewährung nicht entgegenstehen. Dann ist er vermeidbar durch die Nutzung von im Betrieb zulässigen Arbeitszeitschwankungen ganz oder teilweise. Diese Regelungen betreffen natürlich nicht immer den gesamten Betrieb, sondern immer nur den einzelnen Arbeitnehmer. Haben einige Arbeitnehmer viele Überstunden auf ihrem Arbeitszeitkonto angesammelt, haben diese zunächst keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, wohl aber andere Beschäftigte des gleichen Betriebes. Der Arbeitgeber muss jeden Monat einen Leistungsantrag, der nennt sich Antrag auf Kurzarbeitergeld, stellen, und die Bundesagentur prüft im Prinzip bei jedem einzelnen Arbeitnehmer, ob die Voraussetzungen für das Kurzarbeitergeld vorliegen. Für Arbeitnehmer, für die die Voraussetzungen nicht vorliegen, zahlt der Arbeitgeber zunächst das normale Arbeitsentgelt. Was ist jetzt bei Schwankungen der Arbeitszeit? Also wer Überstunden angesammelt hat, hat erstmal keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Sie müssen quasi erst abgebummelt werden. Erst nach Abbau bzw. Verbrauch der Überstunden besteht Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Diese Minusstunden wurden später durch Mehrarbeit ausgeglichen. Vor der Corona-Krise musste im Fall von Arbeitszeitkonten die Möglichkeit genutzt werden, diese Konten ins Negative zu führen. Die Besonderheit jetzt bei der Corona-Krise gilt nicht. Also niemand muss Minusstunden aufbauen, bevor er Anspruch auf Arbeitslosengeld hat. Was ist bei Langzeit- bzw. Lebenszeitkonten zu beachten? Also das Guthaben auf betrieblichen Langzeit- bzw. Lebensarbeitszeitkonten muss im Fall der angemeldeten Kurzarbeit nicht entspart werden. Das gilt dann, wenn die Zeitguthaben zur Verkürzung der Lebensarbeitszeit genutzt werden sollen oder sie länger als 1 Jahr bestanden haben oder 10% der Jahresarbeitszeit übersteigen. Also machen wir mal ein Beispiel. Ihre Jahresarbeitszeit beträgt 1800 Stunden, 10% davon sind 180 Stunden. Nehmen wir mal an, ein Arbeitnehmer hat 200 Überstunden gesammelt, dann beträgt sein geschütztes Guthaben lediglich 20 Arbeitsstunden. 180 Arbeitsstunden, also 10% von den Jahresarbeitsstunden, müssen dagegen entspart werden, bevor diesem Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld zusteht. Für Saisonkräfte und Beschäftigte im Baugewerbe gelten auch noch Besonderheiten beim Abbau von Überstunden. Dann schauen wir uns mal an, was bei Urlaub gilt. Also während ihrer arbeitsvertraglich geregelten Urlaubszeit haben Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Für sie besteht ein Anspruch auf Fortzahlung ihres Arbeitsentgelts und gegebenenfalls ein zusätzliches Urlaubsgeld, sofern vereinbart. Das ist finanziell gesehen natürlich günstiger. Machen wir mal ein Beispiel. Ein Arbeitnehmer hat bei Kurzarbeit 0 ein ganzes Jahr nicht gearbeitet. Das ändert aber nichts an seinem Urlaubsanspruch. Muss Urlaub genommen werden, um Kurzarbeit zu vermeiden oder hinauszuschieben?
Tja, bei Restansprüchen auf Urlaub aus Vorjahren ist die Rechtslage ganz eindeutig. In diesem Fall ist es zumutbar, dass der Arbeitnehmer zunächst seine noch bestehenden Ansprüche aufbrauchen muss. Das gilt auch für Betriebe, in denen sonst geregelt ist, Resturlaub in Guthaben auf Lebensarbeitszeitkonten umzuwandeln. Die Pflicht zur vorrangigen Nutzung von Resturlaub gilt aber nicht in jedem Fall. Machen wir mal ein anderes Beispiel. Es wurde zum Beispiel im Betrieb vereinbart, dass der Resturlaub und der aktuelle Urlaub im Sommer für eine lange Urlaubsreise genutzt werden soll. Hier stehen vorrangige Urlaubswünsche der Arbeitnehmer der sofortigen Urlaubsgewährung entgegen. Das sofortige Nehmen von Urlaub vor Kurzarbeit kann in diesem Fall nicht verlangt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Während der Corona-Krise kann ein Urlaub unter Umständen aufgrund von Reisebeschränkungen gar nicht wie geplant genutzt werden. Wenn der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer einvernehmlich regeln, dass der bereits angemeldete Jahresurlaub deshalb auf später verschoben wird, dürfte das eigentlich nicht als Missbrauch angesehen werden. Schauen wir uns an, für welche Zeit kein Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht. Nun, an Feiertagen, die in die Zeit der Kurzarbeit fallen, muss der Arbeitgeber das normale Entgelt zahlen. Das ist im Entgeltfortzahlungsgesetz geregelt. Dort heißt es im Paragraph 2 Absatz 2, die Arbeitszeit, die an einem gesetzlichen Feiertag gleichzeitig infolge von Kurzarbeit ausfällt und für die an anderen Tagen als an gesetzlichen Feiertagen Kurzarbeitergeld geleistet wird, gilt als infolge eines gesetzlichen Feiertags als ausgefallen. Ja, das ist unser schönes Deutsch. Schauen wir uns die Dauer des Anspruchs auf Kurzarbeitergeld an. Also im Normalfall kann es seit 2013 für maximal 12 Monate bezogen werden. Liegen aber auf dem Arbeitsmarkt außergewöhnliche Verhältnisse vor, kann das Bundesministerium für Arbeit mit einer Verordnung auf 2 Jahre verlängern. In der Verordnung über die Bezugsdauer von Kurzarbeit, jetzt vom 16. April 2020, wurde geregelt, dass für Arbeitnehmer, deren Kurzarbeit schon 2019 begonnen hat, bis zu 21 Monate Kurzarbeitergeld gezahlt werden kann, maximal jedoch bis 31.12.2020. Ja, jetzt wäre noch das Einkommen während der Kurzarbeit. Das setzt sich zusammen einmal aus dem Entgelt aus der Teilzeitbeschäftigung, die entfällt natürlich bei Kurzarbeit 0. Dann zweitens aus Kurzarbeitergeld der Bundesagentur für Arbeit und drittens möglicherweise noch einen Aufstockungsbetrag des Arbeitgebers. Ausgangspunkt ist das Bruttogehalt ohne Überstunden und Einmalzahlungen. Und bei einem hohen Soll-Bruttogehalt wird die Beitragsbemessungsgrenze der Arbeitslosenversicherung berücksichtigt. Das sind in den alten Bundesländern 6.900 € und in den neuen Bundesländern 6.450 € für das Jahr 2020. Das bedeutet, wer also ein höheres Gehalt hat, über 6.900 bzw. über 6.450 € im Monat, der bekommt natürlich eben nur bis zu dieser Beitragsbemessungsgrenze der Arbeitslosenversicherung sein Kurzarbeitergeld gezahlt. Das Kurzarbeitergeld beträgt 60 bzw. 67% der Nettodifferenz. 60% werden für Kinderlose gezahlt und die 67% betreffen Arbeitnehmer, die Anspruch auf Kindergeld, Kinderfreibeträge haben. Ja, das war's jetzt im Teil 2. Im dritten und letzten Teil schauen wir uns an, wie Einkommen aus einem Nebenjob auf Kurzarbeitergeld angerechnet wird, dann die Auswirkungen der Kurzarbeit auf Rente, Arbeitslosengeld und Steuern. Was müssen Kurzarbeiter beachten? Diese haben nämlich auch einige Pflichten. Es ist also keine Urlaubszeit während der Kurzarbeit. Und dann schauen wir uns noch die Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz statt Kurzarbeitergeld an. Also halten Sie Ausschau nach dem dritten und letzten Video dieser kleinen Serie. Bis zum nächsten Video. Alles Gute, Jutta Martin. Ich hoffe, dieser zweite Teil Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld, ein Rettungsschirm in Krisenzeiten, hat Ihnen gefallen und Sie konnten einiges mitnehmen. Im nächsten Video und letzten, nämlich Teil 3, gehe ich nochmal darauf ein, Kurzarbeit und Nebenjob.
Auswirkungen Kurzarbeitergeld auf die Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung und auf die Steuern und nochmal auf die Entschädigung nach dem Infektionsentschädigungsgesetz. Bleiben Sie dran, halten Sie Ausschau nach Video 3. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.